Amen, wir sind verändert in Jesus sein Namen, Amen. Amen. Thank you, Jesus. Let's give him a hand. There we go. Dankeschön, Jesus. Amen. Vi vil være det offering her, så de der ene for Gud kan give hvad de giver vel. Og så det er fri for mig, hvad det er vel for det. Og så en ting kan Gud klip et sig med halten, der er, man Gud færdig med sig ret med, hvorfor de vel den søndag geben, eller hvorfor de vel den måned geben. Jeg vil Gud tage råd, jeg kunne de have et bedre ret, jeg mærker, hvad ikke kan det nu nok down. Nu merkt det så viel einfacher für mich,
wanneer ik me dat halfherdig een beetje doorgedacht, hoeveel we dit zondag geven, of hoeveel we deze maand geven, dan bruk ik hier niet nog ramblederen uitvangen om te denken. Zo, ik wens dus dat het kan voor jullie ook staat zijn, dat het wat dus een lichte ding zijn en een zegen zijn van je geven dan in deze kerk. Amen. Dankzij Jezus dat u ons goed bent. Dankzij Jezus dat u een roep hast op ons als levenswasser kerk en jeder einer van ons wat hier is. En ik vraag dus God dat u was ons wijsheid geven, dat die account wijsheid geven, met het geld wat er neemt komt, dat we kunnen dat door aanwenden, wo dat wat een onderscheid maakt voor de mensen in de eeuwigheid. Ja, van ons wijsheid dit, we loven die dagen met dat wat we geven van de Heer Jezus. Amen. Amen. We willen niet het lied met jullie zingen. En zo, we zullen eens wat gaan leren. De red van Jezus zien kriet en dat is een aanloering. Das van breken met weide van ben. Hoe dreig van de weg wegen de zin. Jezus hij ook die. Was die tom en je kom met die zelfs. Hast ein Dorsch voor een drink van de kwaal. Jezus hij ook die. Oh, kom doch, ne Dokrit, die uns von Bruder sind, wie du Vergebung betont mit, durch ihre Blut von Jesus Christus. Fehler in beidem dahin. Keine Ursache Lür, Lut die Fing. Jesus sei auf die. Bring die Trühe auf den Tisch, dort verfreit. Von verdorben im Leben gelernt. Jesus sei auf die. Oh,
Dreu din Kreuz, willst du kostbar die Kron. Sei der Welt vor den Schutz vor die Bohn. Wir sind bei einer neuen Season. Die Season ist, wo der Schulhof angefangen. Und paar sind die Träg, da wir in der Kinderkirche. Und dann bete ich in Sehen über die Kinder. Und Beschützung über Ernt, die was an Jahre sieht, sind die jüngere Kinder. Und ich will das von der hier ist das so bauen tun. Wir wollen sehen, bin über Jugend älter und die Studenten, die hier ist das so bauen sind, bis für ein gutes Schuljahr. Die Schule ist sehr wichtig, was die Kinder lernen und dass sie wiederkommen. Und wir als Eltern, als Kirche können dann große Dinge tun. Und wir werden bis enger starten für alle Jugend Studenten, die nach einer Schule sind. Und besonders die Mamas. Ich sage immer, die größte Lot von den Schulkindern zu Bad bringen. Sommer ist der Abwacken, Lunchkits reitmerken, Eten reitmerken, all so eine Dinge. Ein großer Port liegt auf die Mamas. Und so ich will bis für ihn durchbeten. So weil wir das dann vor dem Himmel, wir kommen mit die und wir danken die für all die Studenten, die hier ist, dass sie hier werden sind. Und wir beten bloß für ihn, für das neue Schuljahr, neue Season. Wir beten für die Lehrer, für all die Staff, die in der Schule schaffen. Ich bete für die Studenten, dass sie respektvoll sind, enger tun sind, Herr Lehrer, dass sie wiederkommen in der Schule. Ich bete für die Moms, die eine große Verantwortung tragen und die Kinder reitmerken und so viel mit den Kindern zu tun. Ich bete bloß für Kraft, Geduld und Liebe. Sehen über die Mamas, wenn sie mit ihren Kindern umgehen. Ich bete für Gesundheit für all die Studenten in der Schule dieses Jahr, dass sie gesund bleiben, dass sie stark bleiben. Ich bete für Beschützung, für Anglück und aber besonders für ihre Gedanken und ihre Worte, dass sie rein bleiben für die. Ich bete, dass die Studenten gute Freunde finden in der Schule und dass sie auf guten Weg beeinflusst werden. Ich bete bis für all die Kinder, dass sie einen klaren Mind haben, ihre Gedanken up sind, ihr Wort up sind, um zu lernen, dass ich bete bis ein besonderes Sehen über ihn in Jesu Namen. Amen. Amen. Je kan je een doel zetten. Ich kann jeder einer von Ihnen welcome hier in Lebenswasser. Mir freut es, dass Sie hier sind von der Samaris. Wir haben einen besonderen Sonntag hier, weil hier steht wieder ein Torfass haben. Wir haben Kinderkirche an der anderen Seite, was der ganz Verfall im Gehen ist. Mir freut es, dass Sie hier sind und haben gewählt, in Lebenswasser zu sein. Und um diese Freunde in der Stadt hier, was sich von der Taufen lohnt, bis eine besondere Zeit, weil wir haben mit einem Taub. Ich will ein paar Dinge übergehen, was in den Announcements sind, in den Bulletin sind, und dann will ich wieder gehen. Von der wird Pastor John seine letzte Message down in kleine Gruppen, so wir sind auch eine von der letzte Message und dort. Die nächste Message ist, was da abkommt, die heißt sich Schutztraining. Und da wird Pastor Steve wird reden und da, ich glaube, es sind 4 Messages, wenn ich reich sehe, was er wird down und da. Und heute Schutztrainingen. Und so basically, was das gehen ist, er wird uns lehren und some Ideas geben, wo wir können some Training für uns sagen, dass wir beschützt bleiben, wenn da Temptations sind und so eine Dinge, dass wir nicht auf einmal raufgehen. Und kriegst du es am Highway an der Kant, wenn eine Curve ist oder dort, hast du die Schutztraining da. Und so er wird an den Thema reden. So ich fähre, weil ich von dort komme, träge, die Messages anhören. September, den 24. Dann werden wir hier die kleinen Kinder und Sehen sprechen über Ernt. Und so, wenn die kleine Kinder haben, kleine Babys haben, die würde gleich Report von dort zu sein. Basically, was wir tun, ist, sie kommen on stage und wir geben einen Bibelvers mit und wir sprechen bloß und sehen über Jünd und jene Kinder. Und so, wenn die von der Familie sind, dann signed up von der, hängen wir den Information Booth. Und dann wollen wir das tun. Die brauchen nicht hier Members sein, bei der Kirche oder was immer. Wenn die hier ja sind und die wollen zurückkommen von dort, oder die sind hier, vielleicht nicht jeder Sonntag hier, aber je will das Part von das an, das ist up für alle. Wir wollen ein bisschen sehen, über Jünd beten, über jene Kinder. So signed up für dort, das ist den 24. September. Oktober den 8. Dann ist uns 10-jährige Anniversary von Lebenswasser.
En så vi merker med til reit til en besondere service her, en besondere dag her, oktober den 8. Så vi var hier interessante Dinge her in de service hier. En nu de service dan wordt middag zijn. Dat middag dat wel we verkijpen, so je waar wat tickets kunnen kijpen, men middag kijpen hier en hier nu middag rondblijven. En zo loopt je vriend aan, je gast aan, voor deze bijzondere dag met ons op deze 10-jarige anniversary vier. So dat zijn de announcements. We waren Pastor Steven opgekomen, hij wordt some dingen van reden van de tofas. Marius, von der haben wir den Verreich Tofas zu Hand, so wir dachten so, wir würden im Kleinbett sein, wo wollen wir das so tun, so wir tun. Und dort checken, so wir sagen, nicht leben als was wird bedienen, der wenn somebody sich Tofen leiten. Und wir haben Glauben an Jesus, durch dort nicht leben gekriegen, und dann werden sie sich Tofen luten, aus ein Beweis zum Sein, ich glaube an Jesus für die Rettung. Hier bei Lebenswasser sei wie Glauben, Taufen, Waussen. Das ist die Bibel dort lehrt. Erst kommt der Glauben in Jesus Christus. Dort er allein für unsere Rettung durch uns und dort wir uns auf Arm verluten für unsere Rettung. Dann sagt die Bibel, dann sollen wir uns Taufen luten. Wenn wir den Glauben haben, sollen wir uns Taufen luten und dann sollen wir Waussen als Christen. Das, was die Bibel uns lehrt, ganz klar. Wir sehen mehrere Exempel in der Bibel, wo Menschen sich Taufen luten, kriegt den selben Tag, wo sie Jesus annehmen. Wo wenn der Insatz steht, wenn sie glauben, Taufen, Waussen. Und so das, was wir probieren hier auszuleben in der Kirche, so gut es wir können. Und so, wenn wir das glauben, Taufen, Waussen, dann dürfen wir anerkennen, dass wir glauben verschieden als andere Menschen auf der Welt. Some Menschen glauben, du musst die Taufen zum befreien. Some Menschen glauben, du musst die Taufen aus einem kleinen Baby, zum dort du wirst gerat sein. Und das ist aber nicht, was wir glauben. Wir glauben, Taufen, Waussen. Und so, wenn Menschen rüberkommen von anderen Gruppen, wo sie dort unterstehen, dann ist die Frage manchmal, was tun wir nun? Wenn sie haben dort getan, was matcht mit der Gruppe, wo sie von kommen. Aber die Bibel ist sehr klar und wir werden die Bibel herangehen. Und so, wenn es nicht Glauben, Taufen, Waussen ist, dann ist es nicht nur die Bibel, nur Gott sein Plan. Und so, von der haben wir zwei Menschen, die sich taufen lassen wollen, die entweder aus einem kleinen Baby getauft sind, in einer katholischen Kirche, oder eins, die sich taufen lässt, unglauben, unweiten von Jesus, aber er will sich befreien. Und so der Leute sich taufen. Und so, sie haben so gefeilt, dass der Heilige Geist hat gesagt, dass sie würden sollen sich taufen lassen ab den Glauben an Jesus Christus. Wenn sie glauben, taufen Waussen. Und so, das ist nicht, dass wir Menschen sein, dass sie sich motten, frisch taufen, wenn sie in so einer Kasse getauft sind. Aber wir lassen dort auch für der Heilige Geist. Wenn es was wir glauben, von was die Bibel lehrt. Und so, wenn der Heilige Geist sagt, ich glaube, du wirst diese taufen lassen, ab den Glauben an Jesus Christus allein, dann sagen wir ja, dann stimmen wir mit. Und so, ich wollte bloß klar merken, dass es nicht ein Bemuss, dass wir glauben, dass Menschen sich frisch taufen, wenn sie sich getauft haben, für befreien oder was immer das ist. Aber wir glauben auch ganz klar, die Bibel lehrt, wir sollen uns taufen lassen, ab dem Glauben an Jesus Christus allein. In Apostelgeschichte Kapitel 19 haben wir ein Exempel, wo Paulus in eine Kirche kommt in Ephesus. Und du wirst some Brüder durch und sie werden getauft, aber sie werden getauft unter Johannes den Täufer. Paulus kommt und redet mit ihnen und wortet an, sie sind nicht getauft auf dem Glauben an Jesus. Wenn es Jesus wieder danach nicht, aus Johannes den Täufer, deupen. Und so als dort alle antworten, dann sagt Paulus, okay, das ist ein Trouble, wenn sie sind nicht getauft auf Jesus, auf dem Glauben an Jesus. Und so sie luden sich da plötzlich frisch taufen. Wie würden sagen, vielleicht sie luden sich taufen zum ersten Mal auf dem Glauben von Jesus Christus. Und so wir sagen, das ist, was die Bibel lehrt, und so das ist, was wir tun. Und so dass wir ein Sehen sind, und diese Zeit, wo wir hier sind, weil wir denken und nicht leben, was Jesus uns gibt, weil wir ein Mädchen da haben, das ist ein Frauending, wenn es das beweist, Rettung von Jesus, das beweist ein nicht Leben für Jesus. Und so ich wollte die Kandidaten nun abkriegen, um ihr Zeugnis geben.
Und dann, wenn sie erst alle 3 haben ein Zeugnis gegeben, dann wollen wir taufen. Und bloß dort je weiten, wir wollen taufen ab dem Namen von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir wollen vielleicht nicht Luther alle hören können, wenn wir wollen nicht hier tun. Aber das ist was wir tun. Wir taufen ab dem Namen von Vater, Sohn und Heiliger Geist, so ist Jesus uns lehrt. Hi, mijn naam is Jeistlich en ik ken een familie. Mijn vrouw is Kjliene en mijn kinderen zijn David en Benny en Johnny en Tanja en Emily. En Benny is hier niet met ons, maar hij zei tomorrow to me, hij weer hier met een jas ook. So, ik ben zeer dankbaar voor de familie die God mij heeft gegeven. En ik lijkt me mal tof, wenn ik 23 jaar oud weer. En ik wil nu een klein beetje van mijn zeugnis vertellen, waarom ik naar Hemel wil mij taufen laten. Ik laat mij taufen weer en ik wil mij bevrijen. Maar ik meen dat we in eerens, ik wil dat me voor God recht doen. Maar ik laat mij taufen, ik bevrijd mij. En dat had geen onderscheid gemerkt aan mijn leven. Ik leef krijg zo weer als ik verheerd uit. En dan ben ik 30 jaar oud weer. Dan bekeer ik mij, ik neem Jezus aan en ik had vrede met God. En dat is zo'n goed leven voor mij. En dan een stootje later, dan vang ik dat aan, ik voel me zo, ik zal me nog eenmaal taufen laten. Maar aan mij bereid ik dat met mezelf. Ik had het dan goed gemeend, de taufe weer goed. En dan, maar de allerbeste tijden kwam de verlangbare trei, ik zal me taufen laten. En dan, dat 4 maal als je taufe was, wie in John davon redet, ze würden opzien dafür, für so eine Menschen taufen, die nicht im Glauben getauft werden. Dan fällt ik zeer klar dat ik zo met taufen laten en ik rede te aanvangen. En hij zei, we würden gleich een klare Zeugnis zu hören, mehr ausfallen. En dan bete ik God, dat hij würde mir wiesen, waarom ik mij nog eenmaal zal taufen laten. En weer niet, paar taufers, weer niet. En dan dacht ik zo, ja, halleluja, nu is God mijn taufe goed. En mij is mijn taufe goed, alles is vorig. Maar kleine stiltje later dan, eenmaal dan weer op dem Weg. En dan kwam je de gedanken aan, waarom wil ik me nog eenmaal taufen? Waarom nog eenmaal taufen? En ik dacht aan een lied waar ik wist wat het had gedaan. En ik zag niet een onderscheid in je leven. Ik dacht aan een ander lied waar ik een onderscheid zag. Maar het eerste val me een paar negatieve dingen van je wie wat ik wist heel meer goed, dat is negatief. En dan vroeg ik me bloos groot op luides vroeg ik, waarom wil ik me nog eenmaal taufen laten? En plötzlich weer een kleine klare stem in mijn verstand, wo Gott zu mir sagt, mich zum Gehorsam sein. Und dann sage ich, okay, dann will ich dort, wenn das dort ist. Und ein kleines Stützchen durch, dann kommen Leute, riechende, schüvende Stimmen, die sagen, wenn du die noch einmal was taufen lassen, wo wirst du kein Zeugen? Oder was wollen die Familie von die denken? Oder was wirst du deine Mom andoen, wenn die dort ist? Und dann frage ich mich, wo redet Gott und wo redet der so tun? Und ob wir waren, sehr klar. Gott, hij redt klar, zodat we hem verstaan kunnen, dat we weten wat hij gezegd heeft. En dan moeten we entscheiden wat we damit doen willen. En de zoethoen die redt en schrift en proef, wo er ons komt van dat wegkrijgen, wat God ons gezegd heeft. En dan had ik dat ganz klar, dat ik me nog eenmaal wil taufen laten. Nicht um eeuwig Leben kriegen, ich habe eeuwig Leben an Christus Jesus. Ik eeuwig leven, ik ben vrij voor God, ik wil hem Himmel aankomen, ohne nog eenmaal mij taufen laten. Maar ik wil gehoorzaam zijn tot God, en ik wil dat volle leven hebben wat hij voor mij heeft. En ik geloof dat het bloos dan mogelijk, wanneer ik gehoorzaam ben, wanneer hij tot mij redt en daarop wat hij mij zegt. Dat is de oorzaak waarom ik mij nog eenmaal wil taufen laten. En ik bedank me dat ik dit metdelen en ik wens je Gottes zegen. Buenos días, voy a hacer esto en español, en habla hispana. Yo soy Pancho Frois, el campo 35, y mi testimonio es, yo siempre he tenido una familia muy creyente. Yo nací en un hogar creyente, en Cristo. Siempre me enseñaron de chico que lo que era Cristo, lo que era la salvación. Yo así crecí y siempre pensé que un día me voy a bautizar y ya acepto a Jesucristo en mi corazón. Y tan simple
simple así, pero llegó un día que yo estaba trabajando, vivía mi vida de juventud, eh, pues no bien, no en forma, y me fui a Michigan a trabajar, en Michigan y Indiana, a instalar equipo de riego. Cuando de repente me hablan y que está mal mi papá, está enfermo de cáncer, pues me cayó de sopetón, no supe qué hacer. Ah, bueno, yo sabía que rezar a Cristo era la solución. Y pues recé, regresamos, apenas alcancé a recibir a mis papás, iban a Tijuana a llevarlo al hospital, allá a curarlo. Y ahí nos quedamos, mi hermana y yo, Heidi y yo en la casa y pues ese día, como había regresado apenas del trabajo de lejos, entre semana me hablaron mis amigos, pues hay que festejar, vamos a festejar que regresaste y que para que te despejes un poquito. Nos dimos cuenta que está malo tu papá y así fui con ellos y fuimos y hicimos una fiesta y celebramos que había regresado, pero mi pensamiento siguió con mi padre, pues no podía pensar en otra cosa. Y al día siguiente, domingo, fui a misa y escuché una misa muy clara que allí el Espíritu Santo me enseñó claramente que soy un pecador y que necesitaba a Cristo para para ser salvo. Entonces ese día, yo salí llorando, me acuerdo, estaban unos tíos allí, un amigo, y rezaron conmigo. De ahí me invitaron en la noche a un festejo un canto, un evento que había en los cienes, y asistí y allí acepté a Jesucristo. Y pues nunca me he arrepentido porque ha sido mi camino, he estado en altas y bajas y como el diablo jala para acá y jala para allá, pero siempre Cristo ahí ha estado conmigo desde entonces y ahora sí tomé la decisión de bautizarme. Eso es todo. Buen día. Buenos días. Mi nombre es Dina Ramírez y estoy aquí. Quiero platicarles algo muy bonito que pasó en mi vida. Años atrás estuve rodeada de personas muy difíciles, muy complicadas, llenas de sentimientos de envidia, de habladurías, y eso ocasionó que yo sufriera mucho de estrés, de tensión. Me empecé a sentir frustrada y todos los días llegaba a mi casa y siempre estaba enojada, siempre me desquitaba con mi familia, hasta que un día, una tarde llegué, subí a mi recámara y estaba la Biblia ahí encima de mi cama con un recadito que me había dejado mi mamá, y en él decía que me quería mucho, que leyera la Biblia y especialmente el Salmo 91, que eso me iba a ayudar mucho, mucho en mi vida. Y empecé a leer y me gustó mucho lo que había leído y empecé a leer más, otras páginas, otros capítulos. Y empezaron muchas dudas en mi mente porque todo lo que a mí me habían enseñado de niña, todo lo que había platicado con otras personas, muchas cosas no venían ahí. Entonces empecé a platicar con otras personas y me di cuenta que lo que yo había aprendido no estaba bien. Y ahí fue cuando
me di cuenta que el único que está en mi vida, en mi corazón, es Dios. Es con quien yo debo de platicar, orar, y es por eso que decidí bautizarme como símbolo de que acepto a Jesús en mi corazón y lo necesito para estar bien. Gracias. Wat was vrouw dat je opstoom met je ramgoen en mensen begrijzen en hij zei wat je nog niet hij zijn. En Pastor John wat eruit met hem predigen. Het smaakt van mensen voeten en gewoon niet als een teken dat ik ga mijn oude leven toch gelaten, ik wil in een nieuw leven. We zijn in een nieuwe groep van boodschappen, wat we veel in de hand van. Ik wil nog eenmaal wat het liggen te zijn, voor die wat het on livestream zijn, of wat het later watchen, dit is een familiered. We freuen ons dat je dat zijn en dat je hier, maar ik vertaal te de familie hier thuis. Ik vertaal te de familie van levenswasser. En zo we willen reden waren van kleine groepen. Ik geloof, je weten dat nu al alle, dat we vangen kleine groepen aan hier in de kerk.
En viele Sonntag haben al mehrere von jullie abgesendet für dort. Und von der waren vielleicht noch mehr. Von der will ich ganz einfach mit vertrauen, wo wir das wollen tun. Das wird ganz praktisch sein für uns als Kirche. Und so, ich freue mich, dass ihr hier seid und dass wir mit mir lernen von das, was wollen wir tun mit das, oder wo wollen wir das tun, oder für was von der Ursache tun wir das und so weiter. Viele da rede ich ein bisschen von, wo die Kirche Waussen deut, in der Apostelgeschichte, und auch wo Jesus, hat eine große Kirche und eine kleine Kirche. Jesus redet fertig zu großen Herden Menschen. Aber das wären really die kleine Gruppe, seine 12 Jünger, dort wo das wirklich am ging. Und dort, wo sie taub saßen, ich stelle mir fertig so fair, wo unter einem Baum saßen sie, und Jesus verteilt hat, oder sie gingen längst weg, und so weiter. Und so Jesus lebt mit seinen Jüngern taub. Aber er redet auch zu großen Menschen. Wir sahen fest in der Hook, dass die Kirche, die was sei von 120 bekannten Menschen, was sie kannten, nur 3000 Fremde. Und dann von durch ging es wieder. Aber wir sahen auch, dass sie kamen im Tempel taub, aus der großen Gruppe, aber auch von Haus zu Haus, aus der kleinen Gruppe. Und wir sehen uns auch, dass wir wollen Frind haben, oder Frind, mit wem wir jeistlich wachsen. Das ist really das Ziel. Und so wir wollen Frind haben, mit wem wir jeistlich wachsen, Frind, mit wem wir können uns unterhalten und so weiter. Und so da wollen wir von der ein bisschen von reden. Und wir haben ein Logo, die sind in der Boven. Ich weiß nicht, das ist von der nicht Boven an, aber in das Logo habe ich 5 Wörter. Und diese Wörter, die sind Liebe, Utüschung, Gemeinschaft, Eten und Gebet. Das ist ein bisschen so das Rezept für unsere kleine Gruppe. Und ich will Ihnen von der durch in jeder ein von diesen Wörtern nehmen. Und ich will Ihnen ein bisschen sagen, was wir da von Rücken nehmen, wo wir die taub sollen und wo wir als kleine Gruppen wollen und diese Dinge leben. Und in Apostelgeschichte 2,42, da haben wir das Vers, wo das sagt, sie bleiben beständig. Und ich sehe viele in der heute Jugend, dass das wird beständig. Da wird wichtig sein für unsere kleinen Gruppen. Wir sind manchmal Menschen, die da leicht in den können anfangen, aber lange nicht so leicht durchführen. Und so, das wollen wir uns an Hort leihen, dass wenn das soll schaffen mit kleinen Gruppen, dann müssen wir beständig sein. Da muss wir bei der Sache sein. Und so, sie bleiben beständig in der Apostel der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und so, das ist ein bisschen so beschrieben, wo die Kirche lebt von Anfang. Und so, wenn wir da ein bisschen wieder lesen, dann finden wir, dass sie deuten sich auch Dinge an, sie halten sich untereinander mit materialischen Dingen und so weiter. Und so, da wollte ich auch ein klein bisschen von reden. Und so, wir wollen das erste mit checken, nur Lehre. Was meinen wir mit Lehre? Was tut die Kirche, das sagt, sie bleiben beständig in der Apostel der Lehre. Na, weet je, dat is een interessante ding, dat de Kirche von Anfang, die hat keine Bibel. Sie haben kein Neues Testament. Ich weiß von uns, von der, alles ist gebaut auf der Bibel. Wir verlassen uns auf der Bibel, wir glauben die Bibel, wir lesen die Bibel, wir wollen die Bibel studieren und so weiter. Aber weißt du was? Die Kirche ist nicht gegründet auf der Bibel. Die Kirche ist gegründet auf den Tod, in Begrafnis und auf Verstehung von Jesus Christus. Kriegt das, was wir hier von der Weisen mit der Taufe, das ist der Grund für die Kirche. Na bitte, das mich nicht richtig verstehen. Ich meine nicht, dass wir die Bibel rutschmieden oder dass wir sollen die nicht lesen. Aber weißt du was? Je kann Lebenszeit die Bibel studieren und bei Jesus vorbeigehen. Die Pharisäer deuten das. Sie wussten, dass ihre Bibel zu der Zeit, was wir von der Alten Testament nennen, das wir die jüdische Lehre, sie wussten große Enge von dort auswendig. Sie können die Bibel links und rechts sein, von Anfang bis Ende. Aber weißt du, wem sie nicht kennen? Jesus. Und die ging bei ihnen vorbei und die sehen, check mal, das ist die Schrift, was von mir lehrt. Und dann werden sie bloß da und sehen sie, das ist, was wir zu sehen, das was wir kritizieren. Und so, wir können taub kommen aus kleinen Gruppen und wir können lernen, wir können die Bibel unterrichten, wir können die Bibel studieren, wir können die Bibel auswendig lernen
en danach bij Jezus voorbij gaan. En zo ik wil je dan hart leiden dat we Jezus vinden. Nicht bloß die Bibel ist wertvoll, aber die Bibel kommt durch die Zeit, nicht umgedreht. Wir haben einmal von der ersten Tag unsere Dinge, die sind gegründet auf die Bibel und so wieder, und dort so ein Wasser mit dem Reich, wenn dort Gott sein Wort zu uns, dort beschrieben, wo wir leben sollen und so wieder. Aber die Kirche ist gegründet auf Jesus, sein Tod und Auferstehung. Wenn wir dort verjäten, dann können wir noch 120 Bibeln im Haus haben, die waren danach bei Jesus vorbeigehen. Und so da muss klar sein. Und so wenn wir sagen, wir wollen Lehre haben, da wollen wir bloß klar haben, dass wir wollen Jesus Christus besser kennenlernen. Und was immer wir studieren, was immer Bibel grund oder Bibel farsen, wir lernen so wieder, das muss man dort zu tun haben. Für unsere kleinen Gruppen, wo wir das tun, ist, dass die weiten alle von uns Diaper-Video. Und Steve merkt einmal ein Diaper-Video, der ist top geknackt mit der Botschaft von Sonntag. Und so was wir tun in unseren Gruppen, wir nehmen uns Phone. Und was wir tun, das für zwei Ursachen existiert. Eine Ursache ist, wenn wir dort sagen, wir wollen Bibelstunden haben, und du sollst zum Beispiel die Bibel nehmen, Matthäus aufdaten, dann finden wir meist keine Lehrer. Das ist nicht ein gutes Ding, wenn ich mal sagen, dass wir aus Mennoniten haben nicht die Bibel so viel gelehrt, dass wir keine Bibelstunde leiden. Viele von uns wehren uns zum die Bibel leiden oder zum Bibelstunde haben sie wieder. Und so eine Ursache ist, um das einfach zu merken, jeder einer von ihnen hat ein Phone. Jeder einer von ihnen kann das Phone nehmen, die können ein Diaper-Video anstellen, und dort ist sozusagen dort ist der Anfang von der jeistlichen Erholung. So das ist eine Ursache, wohin wir das tun. Die andere Ursache, wohin wir das tun, ist Einigkeit. Von der ersten Tag leben wir in einer Welt, wo wir alle können an Internet gehen und wir können uns alle lernen, raufladen, was wir wollen. Alle haben die kruse Dinge, können wir von Internet raufladen. Das ist nicht alle schlecht und Internet. Aber es ist wichtig, dass wir als Kirche in unseren kleinen Gruppen, dass wir Einigkeit haben. Das ist nicht gesagt, dass das das einzige Rechte, oder dass du sonst nicht selbst was studieren, oder dass das Mord das sein. Aber wir haben entschlossen, dass wir als Kirche, wir als Charpa, wir machen in Einigkeit sein. Wir machen alle in das selbe Gleis gehen. Und so das wollen wir das den, was wir wollen tun. Und so das hat zu tun mit das einfach merken, und das hat zu tun mit Einigkeit. Das wollen wir den Diaper-Video brauchen. Aber so ich al sehe, in das ganze Ding, weil wir das klar merken, dass Jesus mit dem Mittelpunkt bleiben. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. Wir wollen mit ihm taub sein. In unserer Lehre, da wollen wir in Jesus wachsen. Wir wollen Frind sein, wo der Waussen taub. Die Bibel sagt uns, dass alle Schrift ist von Gott angegeben, um uns zu belehren, auszubessern, zurechtzuweisen und ungerechten. Aber weißt du Gott, das redet zu Christen. Na, die Bibel ist auch da, wenn wir dort hören, wir hören von den Erlösungsplänen und so wieder, das hilft uns glauben. Die Bibel lehrt auch dort. Aber weißt du, das redet hier von Menschen, die gläubig sind. Wo war's wir? Wo war wir nur Folger Jesu Christi? Und so das ist mit Taubkommen, mit Reden von der Schrift, der Lesen der Schriften uns davon unterholen. Wir wollen Jünger werden. Jünger, das sind Nachfolger. Ein Nachfolger von Jesus Christus. Und dann sagt er wieder, so dass ein Gottesmensch, das ist einer, der durch Christus kennt, der kennt Gott. Und dass der geschickt das gute Worten geschickt zu sein. Und so das ist unser Ziel, dass wir wollen jästlich wachsen, dass wir in gute Worten, dass wir in unsere Arbeit für Gott, in unsere Guven brauchen und alles, dass wir wollen geschickt sein. Dass wir wollen so leben, als Gott es will haben. Und so wir sagen von Frind, mit wem wir jästlich wachsen, mit das Part ist sehr, sehr wichtig, dass wir jästlich wachsen. Wir haben alle Frind, nicht? Und da sind auch manchmal schlecht. Aber wir können mit Frind taub kommen und wir fallen uns Duldgereden nur, denn wenn der fatales Gericht war, wir haben bloß alle Hunde Aschel Dinge getan und so wieder. Und so wir wollen taub kommen aus kleinen Gruppen mit einer Lehre zum jästlich wachsen. Frind, mit wem wir jästlich wachsen. Das ist uns sehr wichtig. Und so Lehre ist ein Ding. Das nächste Ding ist Gemeinschaft. Wir wollen Gemeinschaft haben aus Menschen. Und weißt du, in das Wort können wir lang von reden. Aber ich will bloß einfach von dir sagen, wir wollen taub sein. Wir wollen taub sein. Na, so ich al sehe, das Taubsein hat von Deiper sein, das hat zu tun mit Freunden, mit wem wir jästlich wachsen und so weiter. Weißt du, Gott hat uns gemerkt für Gemeinschaft.
Gott sieht von Anfang, dass es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir brauchen das Ferken in befrieden Weg. Aber weißt du, das ist ein anderer Weg auch. Wir brauchen Gemeinschaft. Sinnhaft diese Gemeinschaft gebräuchen. All die Weide, was wir haben in uns Leben, hat zu tun mit gebräuchten Gemeinschaft. Euren breken twee. Eltern mit Kindern sind zwei. Zwischen Geschwister ist zwei. Sogar eine Kirche ist zwei. Aber weißt du, das hat alles zu tun mit einer gebräuchten Gemeinschaft. Und so wir wollen eine Gemeinschaft haben, mit wo wir können taub jeistlich wachsen. Weißt du, der Himmel in der Hall hat zu tun mit Gemeinschaft. Der Himmel, du hast die Gemeinschaft mit Gott. In der Hall, du hast die nicht Gemeinschaft mit Gott. Das ist, was die ganze Idee meint von ewiges Leben. Ewiges Leben meint, dass ich die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und ewiger Tod meint, dass sie ewig getrennt von Gott. Aber das hat zu tun mit Gemeinschaft. Und so wie wir Gemeinschaft haben. Und das ist ein von den Weiden, was wir als Menschen drehen, hat zu tun mit gebräuchter Gemeinschaft. Und so wie wir haben, unsere kleinen Gruppen sollen halten, dass wir besser Gemeinschaft haben, dass wir lernen, dass wir Freunde haben, mit wem wir taub sein, wir können uns Dinge unterhalten. Weißt du, wir brauchen Freunde in der Kirche. Und ich sage in sind noch, dass eine Weide von Waussen aus der Kirche ist, dass ich nicht Freunde in der Kirche. Die Kirche ist, du sind viel fremde Menschen in der Kirche. Meine Frau und ich sind immer in Kirchen gewesen, wo kleiner wären, wo wir sozusagen alle Menschen kennen. Aber einmal kommen wir her und wir sind viele Menschen, die wir nicht kennen. Na, das ist vielleicht ein Wasser, wenn wir sagen, wir sind alt, um alle Namen zu behalten. Aber das hat auch zu tun, wenn du sind mehr Menschen. Und Jünd geht das auch so. Some von ihnen kommen näher in die Kirche, vielleicht wollen wir singen, dann gehen wir raus, wenn wir noch singen, und ihr habt eine Gemeinschaft mit einem Mensch. Und so wie wir gleichen, wenn diese kleinen Gruppen uns können halten, zum Frieden haben in die Kirche. Wir sind immer ein bisschen Angst, dass, okay, das wird kleine Gruppen in die Kirche, die wollen bloß immer taub sein. Das ist, was wir wollen haben, was die sollen tun. Die sollen wirklich taub sein in der Kirche. Und das ist meine kleine Gruppe. Das sind meine Brüder und Schwestern, mit wem ich geistlich was. Und für die passe ich ab und mit denen habe ich was zu tun und so weiter. Und so wir wollen diese kleine Gruppen, wir wollen Gemeinschaft haben. Und dann den, was ich was aus Kirche, dass wir uns einig sind und wie halten wir zueinander und so weiter. Ich will Ihnen 2 Fragen stellen. Hast du jemand in der Kirche, was noch die abpasst? Nu meine ich nicht, was checkt, okay, was du was anrecht und so weiter, but looks out for you. Wo du auf Englisch sagen, jemand, was dran gibt um die, und jemand, was du denkst, okay, diese Person, wie nicht hier sind, auch, ich finde, als die krank, wo sind und so weiter. Hast du jemand in dein Leben, wer du kannst sagen, das ist mein rechte Hand, Bruder, Schwester, das ist mein rechte Hand, Freund, das Freund, der wird dort anwählen, wo ich sehe, der wird sozusagen, der checkt Rüt noch mich. Der wird abpassen auf mich. Hast du so einen Menschen in der Kirche? Hast du so einen Freund? Wirst du 3 Menschen abnehmen in der Kirche, wirst du sagen, das ist eine Person, is looking out for me. Das ist eine Person, die passt ab auf mich. Und dann noch eine Frau. Hast du eine Person, zu wem du sagst, okay, diese Person, für die passe ich ab. Diese Person, die stehe ich bei. Diese Person, die unterstütze ich. Wenn diese Person, wenn du was anderes hast, für die sehe ich hier, I'm looking out for him or her. Hast du so eine Person? Oder wirst du von 3 Menschen sein, wo du wirst sagen, okay, die Person, für die passe ich ab. Die will ich halten. Und so weiter. Und so das ist ein Ziel mit Gemeinschaft. Dass wenn die nicht so eine Menschen haben in der Kirche, und ich weiß, some von uns haben nicht, vielleicht sind wir fremd oder so weiter. Und wir haben, wir müssen einfach sagen, wir haben euch Freunde in der Kirche. Und weißt du, das ist mehr, wenn die Kirche groß ist. Je mehr wir ist ein bisschen so, dass wir viele Menschen nicht haben, so wieder. Und so wie wir haben, das soll uns halten. Und wir beten und hoffen, dass uns das wird halten, dass wir wollen in der Zukunft können sagen, no, weißt du was, ich habe diese kleine Gruppe, für die passe ich ab. Ich habe hier 5 paar Freunde, und ich habe 5 paar Lied, mit denen sind wir Freunde, und wir tun uns untereinander unterstützen. Wir passen ab einen und anderen, und wir halten uns. Und so das ist ein Ziel von dem ganzen Ding von Gemeinschaft. Und weißt du, wenn du hast eine kleine Gruppe, die haben eine kleine Gruppe, und jemand ist krank, dann do je als kleine Gruppe, je vornehmen sie, je bringen den Eten, je halten die Person. Einfach ein ganz praktischer Weg.
Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns unterstützen. Wir haben jetzt so ein Denken, dass wenn du irgendwem halb fehlt in der Kirche, irgendwem fehlt Jeistlich, oder irgendwem ist krank, oder irgendwem fehlt Besuch, oder macht der Prediger das dann. Und weil ihr das schafft, wenn du 120 Menschen in der Kirche hast. Aber das schafft nicht mehr, wenn du 500 hast. Und so, wenn wir eine kleine Gruppe haben, und wir können die Arbeit tun in einer kleinen Gruppe, dort wird sehr, sehr viel wegnehmen von der Leiterschaft von der Kirche, und dann noch einigen, du kriegst die Halb, was dir fehlt. Du setzt vielleicht Werk für Werk, tussen löst die Prediger soll mal ankommen. Und weißt du, da sind some Kassos, wo die Prediger soll anfahren. Das bin ich, habe ich verstanden. Aber viele Dinge, wo du besser halb stehen in einer kleinen Gruppe, und das nimmt viel weg rauf. Weißt du, Moses, er saß dort in der Wüste, und eine lange Reihe Menschen stund da am von Samaris was zu uns. Und Moses versucht, jeder Ding zu tun. Dann kommt ein Schwerfuhrer daheim. Schwerfuhrer sind auch noch zu Wort gehabt, weißt du. Und dann kommt der Schwerfuhrer daheim. Dann sage ich da zu Moses, weißt du was du hier das, was never schaffen. Du wirst meid worden und utbrennen die Menschen auch. So stahl die mal Menschen an von 10 und 50 und 100 und 1000 und so weiter. Und dann die kann all die anderen Kassos die bearbeiten. Bloß die sehr schwerer, die sich nicht mehr weiten, die kann sie nur die bringen. Und so dat raad Moses zijn leven, dat raad de mensen ihr leven. En dat is ons Ziel met kleine Gruppen. Da wordt ons alle het leven raden. En so, aber weet je, Gemeinschaft, wo wir können taub sein, in der Gemeinschaft und so weiter. Dat sagt in Apostelgeschichte 2, in all die taub gekommen wären taub. Und so, aber die zum Glauben gekommen wären, die wären taub. Und so, sie hatten Gemeinschaft, sie wären taub. Und deuten Dinge taub. Das sagt auch wieder, dass sie bleiben dabei, das war dort Beständigkeit. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tage im Tempel taub kommen. So diese Menschen, die wären taub, sie hatten Gemeinschaft untereinander und so weiter. Und so unsere kleinen Gruppen, was wir hier in Lebenswasser, wir haben all mit Feiergruppen geschafft, von nie aber nu. Und so, die haben wir getraint als Lehrer und so weiter, aber das ist unser Ziel. Frind haben, mit wem wir jeistlich Waussen. Das nächste Wort, was wir in uns Logo haben, wir haben Lehre, wir haben Gemeinschaft und wir haben Uttuschung. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort kennen von Uttuschung. Wir wollen da 2 Dinge rausnehmen. Ein Ding ist bloß einfach eine Unterhaltung. Du hast eine Uttuschung mit wem. Ist Ihnen das Wort bekannt, dass die vertalen mit wem, das ist eine Uttuschung. Und so, das ist ein Ding, was wir mit dem meinen. So, wir kommen taub und wir unterhalten uns. Wir vertalen von uns Glauben. Wir vertalen uns von den Video, von der Botschaft, was wir sind da haben. Und was die Fargen, was da werden wir, like, was wir die Lieder werden. Weil ich sehe in Feiersonntag, wenn wir in der Kirche sitzen, so ist ein Regen, so steht. Das ist gut, aber die checken alle an mich. Ich rede zu ihnen, die reden gleich Jeistlich 3. Wenn, wir sind nicht so gewandt, nicht? In some Kirchen würden sie, wenn es bei uns Amen sagen, jeder nicht mal dort. Und so, aber wir nicht, ja. Wir nicht Jeistlich 3 reden, nicht? Wir sitzen in Regen. Und das schafft für die Kirche. Aber weißt du Gott, wenn wir in Kron sitzen, in einer kleineren Gruppe, dann bereimen dann vertalen wir uns. Dann haben wir Frauenstall. Ich weiß nicht, was Pastor John meint mit das fand, was ihr da seht und so weiter. Aber weißt du Gott, wir als Prediger, wir verreden uns nochmal, okay? Nicht immer alles gut sein, oh, die seht so und so, okay? Das wird den Hintergrund sein. Aber das hält uns eine kleine Gruppe. Und vielleicht habe ich was anderes gesagt, oder vielleicht hat wer hier geredet hat, wir haben einen Farsch gehabt. Und das ist uns viel wert geworden, was immer das ist. Aber wir haben eine Uttuschung. Jana fragt was, die beantwortet hat, die sagt was, das sagt was, in den Kranz schafft das. Aber in Regen, in der Kirche, du haben wir nicht den Weg. Und so, wir fangen mit dem Video an. Und dann fangen wir an zu vertalen von uns jeistlichen Leben. Und was hat es gemeint von uns? Was haben wir gelehrt? Wo kann ich das in mein Leben anwenden und so weiter? Weißt du, was ganz praktisch, wenn wir schon Kranz sitzen und davon reden. Und so, das ist eine Uttuschung. In einen Kranz mit Frind, was du vertrauen ist. Dann kostet deine deibste Frieden und deine deibste Video mitteilen. Hier in der Kirche haben wir haben freundlich gesagt, aber some von uns rohren vom Bein. Some von uns sind Dinge passiert im Leben und wir vertalen doch gleich von, wir sagen uns ein freundliches Gesagt an, dann kommen wir nach der Kirche und trinken noch ein bisschen Kaffee und so weiter. China ist angeworden, dass ich eine schwere Zeit und so weiter, aber in einem kleinen Kranz, dann einmal, dann können wir von den Dingen reden. Und so, wir können uns mitteilen, wir können beten einer von anderen und wir wollen da ein bisschen wieder von reden.
Wir können uns untereinander Mut sprechen. Wir können untereinander uns halten mit Dingen. Vielleicht kannst du den Ding nicht verstehen, vielleicht in der Schrift, oder auch im Leben und so weiter. Dann können wir davon reden und so weiter. Aber ich möchte hier noch einmal sagen, was ich fest noch halt sehe, dass da wird sehr, ich meine, das nicht zu unterstrecken, wo wichtig das sein, dass je dort, was in der Gruppe mitgeteilt wird, in der Gruppe lebt. Wenn du eine Person bist, die plüdern hat, und du bist eine Person, die nicht lernen kann, was ich so dazu sehe, dann schön WhatsApp schreiben an meine 7 Freunde, die mir das alles an halten, stillhalten, dann würde ich die Tauron verhält nicht in der kleinen Gruppe sein. Und ich weiß, das ist jetzt gleich ein bisschen funnig, aber wann kleine Gruppen soll schaffen, und wann wir können einen Kron setzen, und ich kann nicht mitteilen, wo soll ich kämpfen, da mit denken, so wieder, dass ich dort morgen nicht wo auf Facebook lesen, dort wird schrecklich wichtig sein. Und so da will ich uns sehr an Hort leiden, dass wir sind noch selig, dass wenn ich in den Kron setze, und da wird was mitgeteilt, ein persönliches Ding, und weißt du, das kann ich das einmal von nur Spruch geredet, some Dinge wird vertalen, kann ich wieder vertalen, aber jemand wissen, und ich habe was mitgeteilt und so wieder, und du hast es wieder, oder du hast was mitgeteilt, und ich will es wieder vertalen, und da ich singen. Und da wir klar haben, wir haben nicht kleine Gruppen, die uns um sich vernichten. Weißt du, was Lied? Wir können in Vertrauen in ein paar Sekunden rein uns vernichten, dass die eine Lebenszeit abgehen. Und so da wir umdenken. Und so wenn wir in der kleinen Gruppe sind und wir verteilen uns zueinander. Und weißt du, wie man einen Freund kennenlernen. Wir wollen nicht von ersten Tag an unsere tiefste Weide mitteilen wollen. Aber vielleicht, wenn wir 3, 6 Monate sind, am Taub gekommen, am einmal dann haben wir nur Taub verteilt, wir haben nur Taub gebet und wir vertrauen uns zueinander. Und einmal kann ich nicht mitteilen, wo wir das wirklich von werden. Und so das ist das Ziel. Na, da brauche ich das, wie du armer worden satten und rohr, nicht? Aber das sind dann, wenn eine kleine Gruppe noch mal ein Ofen satten rohr. Aber das sollen Tiden sein, wo wir uns abbiegen und wo wir Jeistlich Waussen sind und so wieder. Und so, das sagt, du wir möchten untereinander Mut und büten untereinander ab. Möchten einer den anderen. Und der Schrift redet viel von untereinander. Und untereinander uns abbiegen und Dinge tun und so wieder. Und so, Uttüschung, das ist ein Ding. Wir verteilen uns, wir unterholen uns. Das ist ein Weg, wo wir das Wort brauchen. Der andere Weg, wo wir das Wort brauchen von Uttüschung, ist, dass wir tüschen mit Dingen. Wir tüschen das einfach an. Oder wir dann, in das Wort Uttüschung, das ist das Wort tüschen und so wieder. Und so, ich halte die, du haltst mich, in so einer Dinge steht. Das sagt in Apostelgeschichte 2, und all die taub zum Glauben gekommen wären, wir Tauben hatten alle Sachen gemeinsam. Na, wir verstehen uns nicht mit das. Because wir sind Menschen, ich kann mir denken, du hast die denken, wer die nicht nur mir Trakte checken. Und so ein bisschen so wie gesagt, nicht? Aber weißt du, von Anfang der Kirche, na, ich glaube gar nicht, dass die alles verkauften. Das sagt, dass sie verkauften, die haben Geld, durch uns und jedem dort fehlt, war das Ende und so wieder. Aber wir fingen in Apostelgeschichte Luther, die hatten hier noch, wo die Taubchen sind, Dinge. Aber hier ist der Gedanke. Du wir nicht so denken, als das meint, und du weißt die. Wir sagen auf Spanisch einmal, mi casa ist tu casa, das war das du wir. Und so, einem fehlt halb, okay, dann halb er das. Und weißt du, Barnabas hat ein Beispiel von das. Er hat Land dort weit auf in der Insel, Zypern, und so verkauft das Land. Vielleicht wird das so, was er gleich braucht und so wieder, er wohnt gleich mehr und so wieder, und er verkauft das Land, braucht das Geld und so wieder. Und so, wenn wir reden von Uttüschung, dann meinen wir, dass wir halten uns untereinander. Weißt du, die kleinen Gruppen, das ist eine Stadt, wo wir ganz praktisch einer den anderen halten. Das sagt in Römer 15, weil wir alle unseren Nächsten zum Gefallen leben, dort zum Guten können und abbiegen. Und so, wir wollen uns abbiegen, nicht bloß mit Wider, mit Mutter sprechen und so wieder, aber mit wo wir taub leben und so wieder. Wir sind von Natur selbstsichere Menschen. Das ist bloß einfach so, wie wir sind. Wir beschützen unsere eigenen Dinge. Weil ihr das meint. Ich glaube, wenn wir erst einmal, als wir mal hertrocken in Mexiko, und sie hatten nicht alle Sachen, das wie von der, die nur halten sich viel alles von der. Und so, wir wollen haben diese kleine Gruppe, wir wollen uns weiter halten können. Und so, das sagt, weil wir alle unsere Nächsten zum Gefallen leben, dort zum Guten, dass er abgebieten werden und so weiter. Und so, wir wollen diese Dinge tun in der Uttüschung. Eine kleine Gruppe, da kannst du einer für den anderen
was tun. Und je kann je halten. In praktische Weg. Weißt du, die fehlt einen Doktor zu führen, so lass mich die einen Doktor führen. Aber die fehlt Madweg ein Babysitter und mir wird Friede einer fehlen, wohin tust du nicht? Ich will für die babysitten und das du für mich. Weißt du, das sind die Sorte Dinge, wo ich von rede. Ganz praktisch. Oh, weißt du, du fällst nicht so gut, die fehlt vielleicht und kommt die Nudelsuppe bringen, dann will ich die Suppe bringen. Wir kriegen diese Werksuppe von einem von unseren kleinen Gruppenmenschen. Und weißt du, wir haben da so eine Dinge getan in der kleinen Gruppe, wo wir uns unterhalten. Und vielleicht hast du durch eine schwere Zeit, wärst gestorben in deiner Familie oder wieder. Wie waren mit die Taub? Wie waren Taub satten? Wie waren mit die Taub rohren? Wie waren mit die Taub gehen? Ganz praktische Dinge, aber Uttuschung. Weißt du, das was wir meinen mit Tuschen? Wir tuschen uns ut und so weiter. Und da wir ein Mann, der wir in der Kirche all für 10 Jahre warst. Aber er kam immer näher, wenn sie das erste Leute singen, und er ging gut, wenn sie das letzte Leute singen, er sollte dort hängen, oder dort hängen, in der Eik. Er hat mit keinem Umgang, er mögt sich keine Freunde in der Kirche, er wir in der Kirche, ungefähr jeder Sünder. Menschen hatten einmal versucht, mit einem Freund zu merken, aber er sagt bloß, hi, und der dreht und ist gut. Einmal ist das Mann krank. Und der Prediger hört dort irgendwie, dass er ist krank, und er fährt den Hospital besiegen. Und nu fängt er dann an, das sei da und beleidigt über die Kirche, wenn am China besiegt. Weißt du, wo ihn in China besorgt? Ich glaube, ich weiß. Wenn der Sorte bloß hängt, er hat mit keinem Freund, er hat keine Freunde in die Kirche, wie er 10 Jahre da war, und hat niemals mit wem in Connection gemerkt. Da war ein anderer Mann, er war Part von der kleinen Gruppe. Und der Prediger wird bei einmal an, der ist krank, der soll 3 Tage im Hospital, denkt er, er wird einmal vor ihm besiegen. Aber das ist rein mutig, die kleine Gruppe soll alle durch was, haben die Blumen gebracht, das sollen Blumen von Get Well und so eine Dinge. Und sie kommen beständig besiegen. Weißt du was, die Schwester? Kleine Gruppen, durch haben wir so eine Dinge tun. Nu kann das einmal sein, du bist vielleicht in der Kirche, aber du bist hier noch mit Frind, oder du hältst ihn mit für die Apport ab und du bist im Hospital, hast keine angeworden. Aber die hat keiner besorgt. Und einmal selber beleidigt über die Dinge. Und welche, Tim ein Freund sein, muss wie ein Freund, Tim ein Freund haben, muss wie ein Freund sein. Und so das geht bad weh. Aber das wird Uttuschung. Das sind Dinge, was wir wollen tun. Das nächste Ding ist Eten. Und da freuen wir uns halt auch, nicht? Und weißt du, in unseren kleinen Gruppen, wir bringen immer einen Snack mit. Wir haben ein paar Mal in einer kleinen Gruppe gehabt, dass wir alle Taubscheim, für Onkers und so eine Dinge. Aber weißt du, wenn wir erst ramen Barbecue satten und die Steaks, die backen fanden und regnet ein bisschen und so weiter, das sind gute Tiden, sag ich euch. Das geht schein taub eten. Je gerade die Dash hast, ein Leben, je Herd und so weiter am Dash, das geht schein. Ob es in der Familie ist, oder ob es in einer kleinen Gruppe ist. Und mir denkt es noch, als wir von Eschammer in der Helgedeel, bei Graufrasch eten und so weiter. Ich sehe den Fähig sind noch, dass wir Freuden ans Mess dort. So scheint schmeckt und so weiter. Aber weißt du, ihr weißt alle, von was ich rede. Some von den älteren Lied hier, von dieser Lied besonders, ihr denkt danach, als wir draschen, aus einer Kolonie, aus dem Dorf, nicht? Some von ihnen denkt danach. Weißt du, was das schönste Ding von dort? Eten. Mittageten, Ramdash. Meine Großvater vertelt mal, dass sie hatten dann Kjliene gehad. Kjliene meint ja Verkauf. Ich weiß auch nicht, aber sie hatten dann gut Kjliene gegeten zum Mittag, wenn sie gedrascht hatten, dann nur Mittag 12 Pfund Hummer sein werden, kann ich wieder Schmied schmieden. Und all so eine Dinge da. Aber weißt du, taub eten, jetzt scheint. Und so wie als kleine Gruppe, wir wollen taub eten. Und wir tun taub eten. Und wir haben gute Tiden dabei. Gute Snack. Meine Früher und ich versuchen, weg aufzunehmen, aber das traf nicht mit der kleinen Gruppe. Und so, das ist die negative Seite davon, nicht? Aber weißt du, taub eten, wenn das Chips und Salsa ist, oder was immer das ist, aber irgendwie, wenn wir schon einen Kaffee Kaffee in der Hand haben, oder wir haben eine Scheibe mit Chips und Salsa für uns, dann mal dann sagen wir, heute hat mal gemerkt, das ist ein Ding, wo ich manchmal mit Menschen mit traf im Restaurant, wenn die vertalen, bitte eben einen Kaffee Kaffee und so weiter. Und so, das sind gute Tiden, was wir haben als kleine Gruppe, wo wir diese Dinge können tun. Und so, wir wollen eten. Noch ein Ding, was wir wollen tun mit Eten, ist Abendmahl. Und wir haben noch nicht viel das tun in der kleinen Gruppe, aber ich will die kleine Gruppe merken in der Zukunft, dass wir machen wollen, das Abendmahl haben. Weißt du, wir haben Abendmahl schändlich trüget fast gemerkt, aber das wir nicht so dort von Anfang.
Von Anfang an ist das ein Leibfast. Die hatten eine große Mahlzeit in dem Markt, wenn dort kam aus dem Passalon. Und dort war eine Familienmahlzeit, was die Juden hatten, und dort kam das Rüt. Als Jesus mit seinen Jüngern das erste Mal aufgemal hat, die hatten einen Ankerstaub. Die hatten einen Lamm gebakt, eben 4, in die Eintaup und so weiter. Und von Anfang die Tag, die Eintaup, und die hatten eine gute Zeit zu starten. So, wir wollen auch aufgemal haben in so einem Weg. Das letzte Ding, was wir tun, ist Gebet. Wir beten taub. Weißt du, in der kleinen Gruppe, wir können taub beten. Das sage ich von der Tag, als sie ist Gebet haben. Weißt du, das ist ein Trouble. Die Jünger sind festgenommen, die sind zu Tränen gekommen, die sagen, hey, weißt du Gott, die jüdischen Lehrer haben uns gesagt, dass wir sollen abhören mit von Jesus reden. Und die Tag, die fangen an zu beten. Sie beten nicht für Schutz, sie beten nicht mal für die jüdischen Lehrer, sie beten, dass sie waren beruflich sind zum Wiederpredigen. Und das sagt die Eid schadet sich, wo sie wären. Aber die Tag, die beten. Wir würden noch viel mehr Beispiele können brauchen, wo Petrus in Gefängnis wird zum Beispiel, und zum anderen stehen. Aber die Tag, die beten taub. Und weißt du eigentlich, was ich kann tun in einer kleinen Gruppe, ist, ich kann einer den anderen beten. Einer sagt vielleicht, weißt du was, Madweg muss ich noch einen Doktor operieren, wo ich nicht durch mit Salben und beten für dich. Und so, wir haben als sehr wertvolle Zeiten gehabt im Gebet, wo wir haben sozusagen Hieser gereinigt, wir haben Hieser gewährt dem Herrn, wir haben Familien dem Herrn gewährt, Kinder dem Herrn gewährt und so weiter. Und das sind alles Dinge, die wir in einer kleinen Gruppe können tun. Und das sind sehr wertvolle Dinge, diese Dinge zu tun. Und so, das ist unser Rezept für unsere kleinen Gruppen. Wir haben das Logo gemerkt mit den Wiedergebären, mit Liebe, Austäuschung, Gemeinschaft, Eten und Gebet. Und weißt du, wenn ihr morgen Gebet connectet, all ein bisschen taub. Aber das ist unser Rezept für kleine Gruppen. So, wo dreht eine kleine Gruppe, wenn wir taub kommen? Bloß ganz kurz, wir kommen taub ungefähr Tag 7. Tag 7 zu uns. Und dann haben wir für eine halbe Stunde, der Kaffee ist bereit, wenn wir da ankommen. Wir haben das in verschiedene Häuser bei der Lied. Und dann der Kaffee ist bereit, der Tee ist bereit. Some Menschen trinken nicht Kaffee, der fehlt noch abzuwaschen. Aber some Menschen trinken Kaffee, wir haben Tee, so eine Dinge. Und dann für ungefähr eine halbe Stunde, da brauche ich immer krank ab Minuten sein. Aber eine halbe Stunde verteilen wir bloß das Frind verteilen. Und wir verteilen uns von unserem Werk oder von Kornpreis oder was immer, nicht? Das verteilt sich wenn wir von Dollarpreis und Kornpreis reden. Und so wir verteilen bloß, das dauert ungefähr 30 Minuten. Und dann halbe Stelle. Und welche Einweg von gewöhnlichen Verteilen und jährlichen Verteilen angehen, das ist ein Gebet. So bei some Gruppen, wir haben mit Feiergruppen geschafft, dann halbe Stelle, haben ein Gebet, und dann höre ich für den Diaper-Video, und weißt, jeder einer kann sich Phone rüberschreien und ein Diaper-Video anstellen, und dann höre ich für den durch, das ist 2-3 Minuten aber das längste, und dann brauchen wir dort aus einer Unterhaltung. Und so, dann fangen wir an zu verteilen. Verteilen wir uns von jährlichen Dingen, verteilen wir uns von dort Thema und so weiter. Und so dieser letzte Weg in unsere kleinen Gruppen, dann unterhalten wir uns gerade von den kleinen Gruppen. Was sind unsere Angsten? Oder was wird wir gleichen, wenn hier passiert? Wo können wir das besser machen? All so eine Dinge dort, verteilen wir uns. Wenn wir sind nicht groß, um dort anfangen. Und so, vor ungefähr 44 Minuten wird wir dann diese jährliche Unterhaltung haben. Und weißt du, dort kann einmal ein bisschen aufwägen von der Thema. Einmal muss wir 3 bringen, nächstes Mal ist es gut, wenn ein bisschen aufwägt. Wenn du hast jemand in der Gruppe, der kämpft, vielleicht mit einem gewissen Ding, dann werden wir davon reden. Weißt du, dort ist so fein in einer kleinen Gruppe, wo du Frauen hast, wo du mit kämpfen hast, even aus der Bibel, dann können wir direkt stellen und hey, wir wollen von dort reden. Und so, dann reden wir davon. Und dann haben wir Gebet, ungefähr 15, 20 Minuten, können wir am Kranz gehen, wir beten von zueinander, wir beten für andere Dinge, was uns am Hort liegt und so weiter. Jeder einer kann beten in der Gruppe, wer will, und dann beten wir für dort. Und dann haben wir den Snack, dann eten wir taub. Aber weißt du, das ist wie die Gruppen, die nu gerannt haben. Aber das kann anders sein. Wir können sagen, okay, wir kommen nur der Lied, die haben all das Eten da am Dach stehen, Chips und Salz oder was immer. Und wir schauen uns ein bisschen an, wir gehen in den Living Room oder wo immer, wir fangen an zu verteilen und wir fangen an jährlich zu verteilen. Wir wollen nicht 100% charakter sein, wo die Gruppe das alle nur redet. Aber das ist unser Rezept von kleinen Gruppen. Und so, das sind Dinge, was wir hier tun, aber nu. So, wir wollen die Mutmerken abzählen, du in die Satten sind die pinken Papier oder orange oder whatever Kleider das. Und die können abzählen für das. Aber wenn wir an denken, dass das braucht Hingabe, das braucht Beständigkeit.
En weet je, wie wel in de Gruppen haben, die sollen einmal de Weg top kommen en wie weten alle, dat je genoeg dingen op je kalender zum jene Weg voll mehr. Dat weet wie. En dan wat moet dan schaffen, wenn du ehrlich bist, zum Eindenken von den Kalender vielleicht wieder schieben oder aufnehmen sein, das Tag habe ich kleine Gruppe. Das Tag kommen wir tot mit unseren Freunden. Wir reden in einer von unseren Gruppen diese Werk von dit. Und dann seht ihr eine früh, dass beernt, ich weiß nicht, wie mit dem Anfang, dann wissen sie nicht mehr, wo wir das tun, wenn uns trocken leben sie wieder. Nu sagen sie, weet je wat, das soll ganz normal geworden. Das soll uns kleiner. Und so, wenn wir wollen sein, wir wollen all passen fahren, und es steht dort, wir Dienstag smarries fahren, vor wir mitweg smarries, wenn Dienstag so ist, haben wir eine kleine Gruppe. Das ist, was ich meine, wenn ich sage, je wollen in einen kleinen anstellen. Because wir haben alle noch Dinge zu tun, können wir sein. Aber diese Woche gestern hatten wir ein bisschen Video in einer von unseren kleinen Gruppen, weil wir haben eine WhatsApp-Gruppe in jeder Gruppe. Und so kam dann ein bisschen Video raus, von wo wir einmal so eine Dinge aus WhatsApp und Facebook und die Dinge, da haben wir rein alle Zeit für, aber nicht für kleine Gruppen. So wir wollen jetzt Mut merken, wenn wir das annehmen. Und weil die kleinen Gruppen, die können im Heim sich treffen, die können sich im Restaurant treffen, die können in den Office-Top kommen, oder die kommen hier bei der Zweig-Top, oder unter dem Baum wo, das sind kreiden und wo. Aber wenn ihr dort so kleine Gruppen, die können alle in den Top kommen. Und den Zeit am Tag, wenn ihr wollt, wenn eine Gruppe dort schafft, wenn ihr smarries wollen zum Frühstück, oder was immer, da wollen wir nicht, da macht nicht von Tag 7 bis Tag 9, das ist wie wir haben. Das wird bloß ein System, was wir haben. Aber das ist ein gutes Ding von kleinen Gruppen. Und so unser Goal ist, wir wollen Freunde haben, mit wem wir jeistlich wachsen. Und so, wir wollen nicht Mut mehr. Uns fehlt Freund, uns fehlt jeistlich zu wachsen, weil wir top sind in kleinen Gruppen, dann wollen wir uns Zeug top wachsen. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Weil wir top beten, an himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade, wir danken dir für deine Leib. Dankeschön, himmlischer Vater, dass wir eine große Zeug haben, aber wir wollen eine kleine Zeug haben. Wir wollen eine große Gruppe haben, wir wollen eine kleine Gruppe haben, Herr. Wir freuen uns sehen auf das. Und Herr, hier sitzen vielleicht Menschen, die nicht näher weiten, wo ich Zeit habe, wo ich nicht habe. Help uns, weise zu handeln mit unserer Zeit. Und wir weiten, Herr, dass das schafft nicht immer für jeden Mensch, das haben wir verstanden. Aber einmal ist das, wo unsere Priorität ist. Und was ist uns das Wichtigste? Und ich bete, Herr, dass du uns vorhalten, weise und dass diese kleinen Gruppen, die wir anfangen, wird wirklich dazu dienen, dass wir jeistlich wachsen mit Freunden und dass wir als Zeug gesünder werden. Da danken wir dir für in Jesus' Namen. Amen. Ich muss gleich stehen bleiben, das sind gesehen, dass Samaris was, amen. Hab sehr schön gehen, ich freue mich, dass ihr sind hier was, sind Port was von diesem Baptism. Und interessant hier, was wir anfangen mit diesen kleinen Gruppen. Und so, wenn ihr ein Port von dort sind, da in jene Seiten verjünt, da sind diese Bells, oder wenn ihr mehr helpfeld, hängen bei den Information Booth, da wo wir helfen mit dort absein, dass die können absein, zum Port sein von einer kleinen Gruppe. So, vielen Dank an Pastor John für diese Botschaften. Und ich würde bis fragen, wenn ihr rüt gehen, ich will noch sehen, aber ihr sprechen, wenn auf einmal somebody hier ist und sagt, empfiehlt Gebet von der und empfiehlt einen Freund, kriegt von der, dann kommt träg. En vi als pastors wel jullie vrienden zijn, vi wel met jullie beden. En Lothar wordt dus, wat is ik ga je tof, ze wordt daar te hängen in de lobby zijn. Goed er voorbij en spreekt in het motto en zeent en wanneer ze daar buiten in de lobby zijn. Zowel we beden, dankzij God voor deze schijne morgen, dankzij voor die woord. En dankzij dat we hier op kunnen top zijn en gemeenschap hebben in een ander. En met die Heilige Geest, dankzij voor dat. Ik vraag bij God dat u was met jeder einer zijn wat hier is, wanneer ze uitgaan. Dat dien zijn en die schätzung wat even aan zijn in Jesu naam. Amen. Je zijn het lot, had een gouden zondag, komt nächste zondag waar het